Hi Freunde! Ubisoft launcht als erste große Gaming-Firma Ingame-NFTs und in dem Video möchte ich euch meine Meinung dazu sagen, ob es nötig ist, Sinn ergibt oder einfach nur als Cash Grab abgestempelt werden kann. Im Hintergrund läuft der Trailer zu Ubisoft Quartz. Das wird deren Wallet sein und es heißt von Ubisoft, dass es nur NFT-Skins zu deren Spielen geben wird und keine NFTs, die den Spielern in-game irgendwelche Vorteile bringen. Die meisten im Kryptobereich schreien jetzt vermutlich, wow, Ubisoft integriert NFTs, das ist richtig gut für die Kryptoszene. Naja, es bringt vielleicht Aufmerksamkeit und grundsätzlich bin ich natürlich auch offensichtlich ein Fan von Kryptogames, das heißt aber nicht, dass ich einfach blind das Ganze feiere. Daher lasst es uns einmal ganz nüchtern betrachten. Jeder von euch hat sicher schon mal drüber nachgedacht, wie World of Warcraft, FIFA oder andere beliebte Games als NFT-Game aussehen würden. Natürlich habe ich das auch und vertrete eine etwas andere Meinung, die ich euch gleich erzähle. Jetzt kommen wir aber erstmal zu Ubisoft Quartz. Kurz zum Ablauf. Jeder, der Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint gespielt hat und Level 5 in XP erreicht hat, kann morgen einen gratis NFT-Waffenskin claimen. Dann gibt es noch einen Hosenskin für Spieler, die über 100 Stunden reingesteckt haben und einen Helmskin für alle, die mehr als 600 Stunden ihres Lebens investiert haben. Auch diese gibt es gratis. Klingt natürlich erstmal cool, aber damit sollen vermutlich erstmal ein paar tausend Wallets angelegt werden. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die NFTs aus den Ubisoft Games immer gratis als eine Art Belohnungssystem für die Spieler vorhanden sein wird, fände ich es ein richtig gutes und wichtiges Feature, das treue Spieler auch in einer monetären Form belohnt. Das würde zumindest einen kleinen Marktplatz für Spieler und potenzielle Ubisoft-Sammler geben, die keine Lust haben, so viel Zeit reinzustecken. Sammler findet man für alles. Deshalb wäre es nice to have und super auf die ganzen Ubisoft-Games anwendbar. Das wäre natürlich die perfekte Welt. Option 2 wäre, Ubisoft verkauft die NFTs an die treuesten Spieler und das wäre in meinen Augen komplett unnötig und der falsche Weg, die NFTs zu integrieren. Das könnte man als klaren Cash Grab abstempeln. Weil hier kommen wir zum größten Problem. Das wird sicher nicht das letzte Ghost Recon Game von Ubisoft gewesen sein. Wenn in 2 Jahren der nächste Teil rauskommt, sind die NFTs genauso viel wert wie die virtuellen Ingame-Skins. Außer dass die Skins auf einer Wallet verrotten, anstatt auf einem Server. Wie kann man das Problem jetzt lösen? Wenn große Game-Studios ihre Games zu NFT-Games machen wollen, die wirklich Sinn ergeben, muss ein FIFA 2022 zu FIFA werden. Und ein Ghost Recon Breakpoint muss zu Ghost Recon werden. Das würde zum Beispiel bedeuten, EA müsste für FIFA die Updates gratis bringen und nicht jedes Jahr eine neue Version des Spiels verkaufen, damit die NFTs wirklich Substanz haben. Wollen die Game Studios wirklich darauf verzichten? Es ist super schwer, ein Gleichgewicht zu finden und ich denke, dass die Studios nicht so einfach ihre Goldesel schlachten, um es zu testen. Es gibt Leute in der Szene, die sagen, man könnte jedes Game zum NFT-Game machen. Grundsätzlich schon, aber es ist halt auch komplett unnötig bei einigen Spielen, die uns einfach nur Spaß bringen sollen. Der Spaß und die guten Geschichten in Videospielen sollten über allem stehen. Lasst NFTs weg, wenn es unnötig ist. Age of Empires 2 mit NFTs? Hell no. Wofür? Das Game soll einfach Spaß machen und das macht es. Dafür bezahlen die Leute ihr Geld, sind glücklich mit dem Game und das ist gut. Kann ich mir auf der anderen Seite vorstellen, ein Haus in GTA Online zu besitzen, das wirklich einen Wert hat? Auf jeden Fall. Sowas könnte halt echt cool sein, wenn man wirklich im Spiel Geld verdienen und sich dort etwas aufbauen kann. Es haben schon genug Gamer etwas gegen NFTs, weil sie meistens nur zur Geldmache genutzt werden. Setzt man sie aber sinnvoll ein, kann es etwas sehr Großes und ein ernstzunehmendes Ding in Zukunft werden. Mich interessiert auf jeden Fall eure Meinung zu dem Thema. Schreibt sie gerne unten in die Kommentare und wenn euch Kryptospiele interessieren, kommt gerne auf den CryptoGames Deutschland Discord-Server. Dort könnt ihr euch mit über 1600 anderen Spielern austauschen und mit uns zusammen zocken. Also, mein Fazit. Wenn Ubisoft die NFTs als gratis Belohnungssystem nutzt, würde ich es extrem feiern und als Zeichen der Wertschätzung für die Spieler sehen. Alles andere wäre Mist und ich würde es komplett ignorieren. Bin eh nicht wirklich ein Fan von Skin-NFTs und schon gar nicht in Games, die in 2 Jahren keiner mehr spielt, weil es einen Nachfolger gibt. Danke dir fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.